Also die Firma Frankstal ist ein 1880 gegründetes Familienunternehmen. Wir haben 3 Standorte in ganz Österreich mit insgesamt 300 Mitarbeitern, weitere Standorte in mittel- und osteuropäischen Ländern, es sind 9 Länder, mit insgesamt 800 Mitarbeitern. Die Zentrale ist hier in Guntramsdorf, 800 Meter weit weg von uns hier, von diesem Standort, wo wir das Zelt jetzt errichtet haben. Ja, der Grundriss dieser Halle hat sich natürlich ergeben, da wir platzmäßig auf diesem Gelände seitlich durch eine Straße, auf der anderen Seite durch eine bestehende Lagerhalle begrenzt sind. Nach hinten hinaus geht ein Bahnanschluss und hierher vorne ist eine Lkw-Durchfahrt, die auch von unseren Lkws bzw. auch von Mitarbeitern der Firma genutzt werden kann, um von der Autobahn schnell aufs Gelände zu kommen. Und dadurch wollten wir ganz einfach auch den größtmöglichen Grundriss, den wir mit einer Halle erzielen können, hier errichten. Für uns war natürlich wichtig, dass wir hier auf dem Gelände nur eingemietet sind, und sollte dieses Verhältnis irgendwann auseinandergehen, können wir diese Zelthalle natürlich einfach abbauen und wieder an einem anderen Standort aufbauen. Die Halle hat eine Breite von 50 Meter, eine Länge von 72 Meter im Innenbereich plus nochmal auf jeder Seite ein 4 Meter breites Vordach. Das heißt, wir kommen auf 50 mal 80 Meter Gesamtbreite, Abmessung der Halle. Der Vorteil einer Zelthalle ist natürlich einfach die wesentlich schnellere Errichtung. Weitere Vorteile, wie gerade vorher schon angesprochen, ist natürlich auch durch die dünne Zelthaut die Beleuchtungsstärke, die ich innen in der Halle immer habe. Die Beleuchtung durch die lichtdurchlässige Zelthaut ist natürlich, wie man sieht, auch an einem bedeckten Tag heute drinnen noch immer ausreichend Licht, um nicht den ganzen Tag das Licht durchbrennen lassen zu müssen. Ist natürlich dann aus energietechnischer Sicht ein riesengroßer Vorteil. Das nächste, natürlich bin ich hier sehr frei in der Gestaltung, wie ich dieses Zelt gestalte, wo möchte ich meine Türen, meine Tore haben, wie möchte ich Durchfahrten gestalten. Es ist von der ganzen Installation, von Lüftungsanlagen etc. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Brandmeldeanlage installiert. Das ist natürlich alles wesentlich einfacher als jetzt in einem Gebäude, wo ich sämtliche Gewerke dann irgendwie hintereinander und verwürfelt kommen lassen muss, damit das so realisiert werden kann. Ja, wie schon erwähnt, haben wir ja natürlich in der Vergangenheit mit der Firma Besthold schon zusammengearbeitet, und wir haben in all diesen Projekten, die wir über die Jahre gehabt haben, immer sehr gute Erfahrungen mit der Firma Besthold, allen voran natürlich mit dem Herrn Markus Grehn gehabt. Ja. Wir sind immer sehr kompetent beraten worden, man ist auf unsere Wünsche eingegangen. Die Abwicklung der Angebotslegung ist alles sehr rasch gegangen. So gesehen kann ich eigentlich nur sehr Positives sagen über die Firma Besthold. Das ganze Zelt ist mit Bodenankern verankert. Es ist kein eigenes Fundament notwendig für dieses Zelt. Die Farbe hat bestimmt nicht den entscheidenden Ausschlag gegeben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich toll, dass man heutzutage auch schon in der eigenen Firmenfarbe dieses Zelt ausführen kann. Das war in der Vergangenheit meines Wissens nicht so. Und dürfte jetzt aber in den letzten Jahren doch immer mehr schlagend geworden sein. Wir haben hier eine Lüftungsanlage, die vollautomatisch eingeschalten wird. Wir messen in diesem Zelt die relative Luftfeuchtigkeit. Sollte die ein gewisses Maß übersteigen, was bekanntlich jetzt für Stahl nicht optimal ist, wenn es zu feucht ist, dann schaltet sich diese Lüftung ein. Und die feuchte Luft wird dadurch nach außen transportiert. Die Stahlkonstruktion an sich dieses Zeltes ist pulverbeschichtet. Dadurch ergibt sich auch eine wesentlich höhere Lebensdauer der Zeltplane, da die Reibungspunkte natürlich wesentlich geringer sind aufgrund der glatten Oberfläche der Pulverbeschichtung. Abgesehen davon ist es ja auch sehr hübsch, ein pulverbeschichtetes Profil zu haben. Also die älteste Halle ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Wir haben auch mit den Planen sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist eigentlich so gut wie nicht der Fall, dass diese Plane ohne äußere Einwirkung beschädigt wird. Da kann man natürlich schon, wenn einmal jemand mit einem Stapler in die Plane hineinfährt, da kann die beste Plane natürlich keiner Beschädigung vorbeugen, aber im Wesentlichen muss man sagen, sind die Planen wirklich sehr langlebig. Wir sind sehr zufrieden mit der Halle. Also wir haben, ja, wie gesagt, das ist ja die, ich glaube, 5. Halle, die wir schon haben, Zelthalle. Kann bis jetzt nichts Negatives berichten.